Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den Heldenliedern, Nibelungenlied für das Teutsche Haus von Emil Engelmann. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die euch zu den vorherigen Folgen führt. So, in der letzten Folge haben wir erfahren, wie Gunther Brünnhild gewann. Oder eben nicht gewann, die Auslegungssache. Und wir machen weiter mit dem nächsten Abenteuer und das heißt, genau, mit dem 8. Abenteuer geht es jetzt weiter. Und das heißt, wie Siegfried nach den Nibelungen und Brünnhild gen Burgund fuhr. Siegfried schritt stracks von dannen hinab zum Meeresstrand, in seiner Zauberkappe er bald ein Schifflein fand. In das stieg keinem sichtbar der Sohn der Frau Sieglind und segelte von dannen, als trieb das Schiff der Wind. Und nach des Tags Verlaufe und nach Verfluss der Nacht hat er zu einem Lande das Schifflein hingebracht. Das war wohl 100 Meilen und noch darüber lang, der Nibelungenland war's, wo er den Schatz errang. Da fuhr er ganz alleine nach einem Werder hin und band sein Schifflein feste, der Held von hohem Sinn. Zu einer Burg hin schritt er auf nahem Berge nun und suchte Herberg dorten, wie Wege müde tun. Ein ungefüger Recke am Tore Wache pflag, bei dem bereit zum Streite ein scharfge Waffen lag. Der rief, wer pocht am Tore, so ungestümer Hand? Da wandelte die Stimme, der Gast, der draußen stand. Er rief, ich bin ein Recke, schließ auf, tu mir das Tor, sonst bring ich manchen Degen noch ungelind empor, der gerne sänftlich lege in seinem Schlafgemach. Das ärgerte den Pförtner, dass Siegfried also sprach. Schnell hatte sein Gewaffen der Riese angetan, der Helm aufs Haupt gebunden, der vielgewalt'ge Mann. Aufflog des Tores Flügel mit vorgehalt'em Schild, anlief der kühne Degen, der Riese grimmig wild. Mit einer Eisenstange schuf er ihm schwere Not. Der Held begann zu fürchten, beinah den grimmen Tod, als da der starke Pförtner so kräftig auf ihn schlug. Darob war ihm gewogen, Herr Siegfried doch genug. Sie stritten miteinander, so grimm und zornesvoll, dass bis zum Saale Niblungs das Kampfgetös erscholl. Doch endlich zwang den Pförtner er so, dass er ihn band. Die Mehr erfuhr hernachmals ganz Nibelungenland. Es hörte, wie sie stritten, von ferner durch den Berg, auch Alberich der schlaue und kühn gemute Zwerg. Gar bald stand er in Waffen und lief, bis dass er fand den Degen, den viel Kühnen, der just den Riesen band. Der Zwerg, der war gar mutig und stark dazu genug, Stahlhelm und Panzerringe er an dem Leibe trug, und eine schwere Geißel von Gold in seiner Hand. Hinlief er voller Eile, wo er Herrn Siegfried fand. Manch schwerer Knopf von Eisen an seiner Geisel hing, von der gar grimme Schläge Herrn Siegfrieds Schild empfing. In Scherben und in Splitter zerbrach der Starke fast, es kam in große Nöte der ungeladene Gast. Der Schild er ganz zerbrochen aus seinen Händen schwang, da stieß er in die Scheide sein Schwert so scharf und lang. Er möchte seinen Kämmerer nicht bringen in den Tod, er schonte seine Leute, wie Tugend ihm gebot. Mit seinen starken Händen lief er den Grimmen an und fasste bei dem Barte den altersgrauen Mann. Der bäumte sich vor Schmerzen, laut schreiend in die Höh. Die Zucht des jungen Helden, die tat Herrn Albrich weh. Es fleht der Schmerzensreiche. O, lasst mich, armen Mann, hätt ich nicht einem Helden schon einen Schwur getan, dass ich ihm dienen wolle, allhier in meinem Berg. Ich dient euch, eh ich stürbe, so sprach der schlaue Zwerg. Der ließ ja ihn, doch band er ihm wie den Riesen auch, damit der Ränkenvolle nicht übel schlimmen Brauch. Der Zwerg begann zu fragen, wie seid ihr denn genannt? Er sprach, ich heiße Siegfried, ich wähn's euch wär's bekannt. O wohl mit diesem Meere, sprach Alberich der Zwerg, gar schwer hat ich erfahren des starken Helden Werk. Wahrhaftig, ihr verdienet, des Landes Herr zu sein, ich tu, was ihr gebietet, bleibt mir das Leben mein. Da sprach der kühne Siegfried, so spurte euch geschwind und ruft die besten Recken, die in dem Lande sind,
Der Nibelungen 1000 möcht eilends hier ich sehen, tut so sehr soll euch fürder kein Leidens mehr geschehen. Er nahm den beiden wieder die Fesseln von der Hand, hinlief Albricht der Schnelle, wo er die Recken fand. Er weckt in großem Eifer sie alle Mann für Mann. Euch ruft, raunt er, Herr Siegfried, macht schnell euch auf die Bahn. Sie sprangen von den Betten und waren bald bereit. Der schnelle Ritter 1000 in blankem Eisenkleid. Sie schritten zu der Stelle, wo Siegfried warten stand. Der grüßte schön die Recken vom Nibelungenland. Viel Kerzen ließ er zünden und schenken lauter Trank. Dass sie so willig kamen, das sagt er allen Dank. Er sprach, ihr sollt von hinnen mit mir durch Meeresflut. Dazu sandt gern bereit er die Degen kühn Gemut. Da rief er, hört ihr Ritter, noch eines sag ich euch, ihr sollt zu Hofe kommen, in Kleidern schön und reich. Es wird uns dort erschauen, manch minnigliches Weib. Drum sollt ihr zierlich schmücken den ritterlichen Leib. Jetzt wurde Siegfrieds Reichtum erst manniglich bekannt. Den Nibelungs Schatz gehörte und Nibelungs ganzes Land. An Waffen und Gewande gab allen er genug, doch ward der Schatz nicht minder, so viel man von ihm trug. In einem Morgenfrühe begannen sie die Fahrt, manch flinker Kampfgenosse, Herr Siegfried da noch ward. Sie führten gute Rosse und herrliches Gewand und kamen so mit Prangen daher zum Isenland. Da schauten von den Zinnen manch minnigliches Kind. Weiß jemand, sprach Brünnhilde, wer die da drunten sind, die ich dort fließen sehe, so ferne auf der See. Sie führen reiche Segel, noch weißer als der Schnee. Da sprach zu ihr Herr Gunther, es ist mein Heeresgesind, die Degen auf den Schiffen mir untertänig sind. Weil ich nach ihnen sandte, so sind sie meinem Wort gehorchend unverbrüchlich, gekommen also fort. Herr Siegfried sah man stehend in herrlichem Gewand. Er hieß die Schiffe fahren, herzu an Brünnhilds Strand. Da sprach die Maid zu Gunther, Herr König, sagt mir an, wie soll ich diese Gäste in unserem Land empfahen? Er sprach, ihr sollt entgegen den guten Degen gehen, dass ihr sie gerne schauet, das werden sie draus sehen. Gehorsam tat Brünnhilde, wie ihr der König driet. Herr Siegfried mit dem Gruße sie von den andern schied. Herberge gab man ihnen und barg ihr Festgewand. Es waren so viele Gäste gekommen in das Land, dass allenthalb von ihnen ein groß Gedränge war. Drum nahm der Aufbruchsgunther jetzt mit den Freunden wahr. Brünnhild die Königinne, gar mild war ihre Hand, austeilte Gold und Silber und Rosse und Gewand. Den Freunden und den Fremden gar reiches Gut sie bot, viel ward vor dem ihr eigen nach ihres Vaters Tod. Den Recken auch vom Rheine bot sie Gewand und Gold, von ihrem reichen Schatze so viel ein jeder wollt. Da gab von Tronje Hagen ihr also den Bescheid, der König von dem Rheine hat Gold und edles Kleid, daheim in solcher Fülle, dass er nicht nötig hat, dass wir all hiervon nehmen, euch Gold und Kleider statt. So tut es mir zuliebe, sprach drauf die Königin, der Reise Schreine 20, die füllet immerhin, mit Golde, Schmuck und Seide, das schenkt dann meiner Hand, wenn wir hinüberkommen in der Burgunden Land. Da lud man ihr die Schreine mit Seide, Gold und Stein, dass sie es spenden könne, hernach zu Worms am Rhein. Und weiter sprachen Sorgen, Brünnhild, wem lass mein Land? Ich hier, das muß bestimmen, noch unser beider Hand. Da sprach der edle König, das stelle ich euch frei, wenn ihr erwählen wollet, dass er hier Landvogt sei. Von ihren Magen einen berief sie zu die Maid, es war ihr Mutterbruder, lasst euch nicht werden leid, sprach sie, und lasst befohlen, euch sein so Burg als Land, bis der anst Jahr richten Herr Gunthers eigene Hand. Von ihrem Hofgesinde chor sie 2000 Mann, die mit ihr fahren sollten zum Rhein zusammen dem Bann. Von jenen 1000 Recken aus Nibelungenland, die rüsteten zur Fahrt sich und ritten nach dem Strand. Und mit sich nahm sie weiter noch 86 Frauen, dazu noch 100 Mägdlein, gar lieblich anzuschauen, die machten ohne Säumen sich alle auf die Bahn, von den Zurückgebliebenen gar manche Träne rann. In tugendlichen Züchten räumt so die Maid ihr Land, sie küsste ihre Freunde, so viel sie deren fand, mit guten Urlaub kamen sie alle auf das Meer, zu ihrem Heimatlande kam Brünnhild nimmermehr. So,
kleine kurze Zusammenfassung. Nochmal als kleine Gedankenstütze. Nachdem Siegfried den Kampf für Gunther gewonnen hat, die 3 Spiele, und Gunther nun offiziell der König war, ist die Brünnhild zu ihren Vettern gegangen, zu ihren Magen, zu ihren Verwandten und hat die Kunde ausgebreitet, dass sie jetzt nun geehelicht wird. Und dementsprechend kamen dann sehr viele von ihren Leuten dann an und haben die Kunde erfahren. Und Gunther und Hagen und alle anderen auch, die 4, die hingekommen sind, die hatten ein bisschen Angst, was jetzt daraus kommen könnte. Weil wenn dann so viele Leute kommen, vielleicht zwingen sie, dass sie doch nicht wegfahren muss, weil so viel Manneskraft hatten die nicht zu viert. Und dementsprechend hat sich Siegfried auf den Weg gemacht und ist mit einem Schifflein zu den Nibelungenland gefahren, wo er einst die beiden Söhne getötet hatte und auch viele der Recken, die dabei waren, die den Schatz damals versteckt hatten oder weggebracht haben, da das Land Nibelungen nun die hatten keinen rechtmäßigen Herrscher mehr. Die beiden Söhne wurden ja getötet von Siegfried im Kampf, die haben ihn angegriffen. Ist er nun der Herr vom Nibelung und hat Alberich, den Zwerg, sozusagen erstmal er war so Truchsess, also der war, der hat so ein bisschen den Thron für Siegfried bewacht, wenn man so will, ja. Und und jetzt kam er halt nach Nibelungen, das war am nächsten, das war näher als Burgund und hat dementsprechend die Leute dort zu sich geholt, gesagt, hier 1000 Mann. Und die Nibelungen sind halt sehr große Menschen, ja, fast schon Riesen, man hört es ja hier raus, die dementsprechend auch Eindruck schinden bei den anderen. Und die hat er halt wunderbar gekleidet in reichen Gewand und reichen Schmuck und allem. Und das hat nun mal, wenn 1000 Riesen oder 1000 hochgewützige wilde Menschen in reichem Gewand vor deiner Haustür stehen, dann wird ein bisschen bange, der Brünnhild eben auch. Und dementsprechend dachte sich, das war so eine kleine Versicherung für Gunther, okay, die werden hier nicht rebellieren und wir können jetzt sozusagen unsere Meinung durchsetzen. Ja, als Meinungsverstärker 1000 Recken in das Land holen, macht schon Eindruck. Und dementsprechend ist die Brünnhild jetzt dazu bewegt worden, nach Burgund zu kommen. So viel jetzt die Geschichte. Ich hoffe, das hat bis hierhin euch gefallen. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Nochmal. Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.